Okay, hey, there it is. All right, we got two microphones. Two functioning microphones. I blame the FBI for everything that just happened. Or the NSA, or both. So I saw a wonderful sign that said, if the input is weapons exports, then the output is refugees. When we heard the news, we were to be arrested. We had no doubt exactly what our fate would be. We had hours to get out, only hours to be tested for 5,000 people across the Baltic Sea. We had to go at night in the cover of the darkness. There's no way I can exaggerate the threat. We tried not to make a sound, wore nothing that would mark us, but no one knew how far across we'd get. And I thank God for the fishermen who gave us a ride and took us over to the other side. To find so many boats ready for the journey, to find so many prepared to risk it all. Not everyone could read the stars, not every boat was worthy, not everyone prepared to heed the call. But I thank God for the fishermen who gave us a ride and took us over to the other side. Some risked everything for free, accepting nothing but a handshake. Some charged enough to live on for a year. But such details don't matter when so much is at stake, when all that matters is a boat that you might steer. We lived out the war in Sweden while so many others didn't, and most people here will easily agree. To say we deserved asylum would simply be redundant in the boat lift of 1943. And I thank God for the fishermen who gave us a ride and took us over to the other side. I thank God for the fishermen who gave us a ride and took us over to the other side. 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 So, it seems to me that some things have changed since the rebellions of 1848, but really, around the world, the peasant wars are ongoing. And the question of whose world is this is very relevant to TTIP. One man owned 500,000 acres on both sides of the Hudson River shore. He invited families to move in and give him 30% of everything they grew every year. This is how they pay the rent. His name was Van Rensselaer. He became one of the richest men on earth. In today's terms, $90 billion is how much he'd be worth. All this for doing nothing, but saying all of this was his. I have the power of the state behind me, and I'm in the landlord biz. After 200 years of this, and one revolution won, another Van Rensselaer had another son, and this Rensselaer was greedier than his ancestors dead and past. It was the 1840s, and things were changing fast. It was the straw that broke the back. The bottle was uncorked.
started organizing meetings, the tenant farmers of New York. They found the strength of numbers, they found the power of suggestion. They found each other asking the same question. Who gave you the right to be a landlord? The life of ease while others toil. Who gave you the right to be a rich man? While the rest of us pay so we can work this soil. They vowed they would stop the rent collection. They vowed they'd bring this madness to an end. And when one blew the tin horn of distress, he soon found he had 1,000 friends. With calico skirts, masks upon their faces, on horseback armed with knives and guns. They chanted and they yelled, they kept their farms, and they kept the sheriffs on the run. They asked, who gave you the right to be a landlord? Live a life of ease while others toil. Who gave you the right to be a rich man? While the rest of us pay so we can work this soil. Governors malicious tried to stop them, but nothing could be done to break their will. And by 1848 the landlords buckled, sold their holdings to the farmers in the hills. Yes, they overthrew this feudal system, but it's replaced now by speculators and banks. And you can still hear the homeless families asking of all the landed gentry in our ranks, who gave you the right to be a landlord? To live a life of ease while others toil. Who gave you the right to be a rich man? While the rest of us pay you so we can work this soil. Who gave you the right to be a landlord? To live a life of ease while others toil. Who gave you the right to be a rich man? While the rest of us pay you so we can work this soil. Who gave you the right? The first time I came to Germany, I got off the train and I heard people chanting international solidarity, international solidarity, and I liked it a lot. This is a song about international solidarity. In the United States, there are 35 countries in the Americas, between Canada and Argentina, and the United States has invaded all of them, including itself. This is a story about the first time the U.S. invaded Mexico, and some people who did not go along with the program. My name is John Ryan. I'll have your ear only a while. I left my dear home in Ireland. It was death, starvation, or exile. When I got to America, it was my duty to go. Enter the army and slog across Texas to join in the war against Mexico. And it was there in the pueblos and hillsides that I saw the mistake I had made. Part of the conquering army with the morals of a bayonet blade. And there amidst all these poor dying Catholics, screaming children, the burning stench of it all, myself and 200 Irishmen decided to rise to the call. From Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion and we fought on the Mexican side. We marched beneath the green flag of St. Patrick, emblazoned with Erin Gora, bright with the harp and the shamrock, and the Libertad para la República. Just 50 years after Wolf Tone, 5,000 miles away, the Yanks called us a legion of strangers, and they can talk as they may. But from Dublin City to San Diego,
red-handed fighters for freedom amidst these brown-skinned women and men. Side by side we fought against tyranny, and I dare say we'd do it again. From Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. Churubusco was the last. Overwhelmed by the cannons from Boston, we fell after each mortar blast. Most of us died on that hillside in the service of the Mexican state. So far from our occupied homeland, we were heroes and victims of fate. From Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. From Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. Vielen Dank. Wenn David Rovitch nach Amerika geht, dann soll er erzählen, was hier gerade abgeht in Berlin. Das ganze Regierungsviertel voll von politisch denkenden Menschen, die sich beteiligen wollen an der Politikgestaltung, an der Ausgestaltung dieser tollen Verträge. Es ist super. Aber wir demonstrieren ja nicht nur in Berlin. Hier steht der Mann, der den ganzen europäischen Protest koordiniert und vorangebracht hat. Ernst Christoph, erzähl, was geht ab in Europa? Sicherlich in Europa die größte Demonstration, das ist völlig klar, aber es ist nicht die einzige. Es gibt viele andere Aktivitäten und Aktionen, dezentrale wie zentrale und auch Demonstrationen in Europa, weil es eben eine europäische Angelegenheit ist, weil es nicht nur, wie uns Sigmar deutlich machen will, eine deutsche Sache wäre. Und deswegen ist ganz wichtig, wir haben in Amsterdam über 10.000 Teilnehmer bei der Demonstration. Wow. In Oslo, ihr erinnert euch, Vielen Dank nach Kreta, in Oslo demonstrieren seit 12 Uhr viele tausend Menschen vor dem Parlament, insbesondere gegen TISA, gegen das Diensthandelsabkommen. Gebt ihnen einen großen Applaus. In Griechenland haben 53 Organisationen aufgerufen zu Aktivitäten in Athen, in Thessaloniki und in Heraklion, das ist übrigens auf Kreta, deswegen von Finnland nach Kreta, um dort zu demonstrieren. Und auch dort gibt es viele Tausende, die gegen TTIP und gegen CETA demonstrieren. Und in den meisten europäischen Städten finden darüber hinaus viele dezentrale Aktionen statt, und ich finde, wir sollten das mit einem großen Applaus hier würdigen. Der TTIP-Protest geht durch ganz Europa, und das alles wäre nicht möglich gewesen, wenn es nicht ganz viele Kämpfer gegen TTIP und CETA gehabt hätte. Da sind sie! Aus dem Steuerungskreis der selbstorganisierten Bürgerinitiative. Michael Effler,
Anfang, an dessen Ende eine andere Politik steht, würde ich sagen. Falls jemand es im Regierungsviertel heute nicht gemerkt haben sollte, hier sind ein paar Leute, die was gegen TTIP und CETA haben. Ralf Vogelkamp, der Künstler, der Poetry Slam nach Deutschland gebracht hat und hier bekannt gemacht hat. Das ging nämlich auch ganz ohne jegliche Freihandelsabkommen. Hier ist Ralf Vogelkamp. Wow, 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 so viele Leute. Krass. Ja, ich habe einen Text für euch verfasst über einen Siggi, den TTIP-Siggi. Und wenn ihr sagt, Mensch, der meint doch genau. Also liebe Demonstrantinnen und Demonstranten, liebe Leute vom Verfassungsschutz, hier ist mein Text. TTIP-Siggi und das Volk. Wer rast zu spät durch Nacht und Wind? Es ist der TTIP-Siggi mit seinem TTIP-Kind. Doch die Dinge nehmen einen anderen Verlauf. TTIP-Siggi und sein Abkommen, niemand wartet drauf. Ich habe 100.000 neue Jobs für euch, so TTIP-Siggi. Und das wird Wachstum schaffen. Doch Siggis Problem ist, das glauben nur noch die Affen. So rast TTIP-Siggi mit seinem Auto weiter durchs Land. Er hat noch ein Problem, alles so geheim, nur das ist bekannt. Siggi will doch nur auf Vorrat speichern, für die fetten Konzerne, die wollen sich ja bereichern. Da ruft TTIP-Siggi, ach Volk, ich will doch nur euch Verbraucher schützen. Doch seine vollmundigen Versprechen, sie wollen ihm nichts nützen. Da fängt das Volk das Lachen an, über ein Hühnchen aus Chlor. Das hängt dem TTIP-Siggi wohl an seinem Ohr. Aber TTIP-Siggi ruft den Wohlstand, der wird für alle reichen. Doch das Volk spottet, er meint die Konzerne, die gehen über Leichen. TTIP-Siggi, der Tim Wiese der deutschen Politik, weist alles von sich zurück. Wohlstand, das sei ja wohl eine amerikanische Gabe. Ja, klar, lacht das Volk, wir glauben auch an das WLAN-Kabel. Und wie sich dann TTIP-Siggi blamiert und redet er ganz ungeniert. Gasgewinnung durch Fracking, das ist der neueste, heißeste Scheiß. Doch das Volk versteht nur Wacking, soweit ich weiß. Verseuchtes Trinkwasser und giftiger Boden hört das Volk. Und wer will uns verraten? Na klar, der TTIP-Siggi mit seinen Taten. Siggi ruft, der TTIP, da werdet ihr mit mehr verdienen. Und die Kultur, die wird auch nicht verlieren. So klopft sich Siggi auf seine Wampe. Doch das Volk lässt sich nicht irritieren von Siggis Resterampe. So pfeift Siggi aus seinem letzten TTIP-Loch und ruft, liebes Volk, einen habe ich noch, und wedelt mit seinen Armen wie verrückt. Er glaubt, er kommt jetzt zu seinem Husarenstück. Doch das Volk haut dazwischen und gleich zurück. Ja, wir wissen's, du wärst so gerne der Chef der Republik. Da setzt Siggi noch einen drauf, sein bestes Welpengesicht. Doch wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. TTIP-Siggi hört nicht auf, sein Abkommen anzupreisen. Doch das Volk lässt sich einfach nicht verscheißen. Ja, der TTIP-Siggi und das Volk, sie wollen sich einfach nicht verstehen. Das Volk hat keinen Bock auf TTIP-Siggi, er soll einfach gehen. Kein Hormonfleisch, Klonrinder und Gentechnik und Investoren klagen. Das Volk wird TTIP-Siggi einfach nur verjagen. So wird es eng für TTIP-Siggi, kein Abkommen wird daran drehen. Siggi ruft, aber dem Volk wird doch nichts geschehen. Ja, TTIP-Siggi will es einfach nicht kapieren. Das Volk will keine Politiker, die diese Welt ruinieren. Und so ist die Moral von dieser Geschichte. TTIP, CETA, TISA müssen vom Tisch. Immer mehr Menschen, Organisationen und Unternehmen erheben sich. Und allen wird einfach immer mehr klar,
Verbraucher- und Bürgerrechte sind mit TTIP Sigi in Gefahr. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Haben die Angewohnheit, wir gehen auch manchmal in Schulen und machen dort Workshops, und das haben wir auch letzte Woche gemacht. Und aus diesem Workshop, und ich freue mich, das hier präsentieren zu dürfen, haben wir zwei sehr junge Frauen oder noch Mädchen, kann man sagen, aus der 9. Klasse vom Lieb-Frauen-Gymnasium, die jetzt ebenfalls für euch einen kurzen TTIP-Text machen. Deswegen heißt sie ganz herzlich willkommen mit mir zusammen. Macht bitte Lärm für Carla und Nora! Ganz kurz nur, ich weiß, man holt mich gleich runter, weil ich das nicht sagen darf. 20 neue Atomraketen wurden stationiert in Deutschland. Ich hoffe, wir treffen uns alle wieder zu einer riesen Abrüstungsdemo. Geiler Typ. Uwe haut rein. Verzichtet auf die TTIP. Beim Handelsabkommen wird der Handel verkommen. TTIP nur ein Lobby-Deal, den zu stoppen unser Ziel. Gib ihnen TTIP. Verzichtet auf die TTIP. Dienstgerechte, wahre Dienstgerechte. Da wir Transparenz wollen, werden wir das transparent entrollen. Ich gebe ihnen TTIP. Verzichtet auf die TTIP. Gehen Lebensmittel. Keine Lebensmittel aus dem Kittel. Monsanto, was für Versagus. Ich gebe Ihnen Tipp, verzichtet auf die Tipp. Wir geben euch Tipp, verzichtet auf die Tipp. Damit lasst das Schnipp. Danke, wir haben die Mikros wieder. Herzlichen Dank, Wolfgang Hogekamp, und alle, die du mitgebracht hast. Poetry Slam, Slams, TTIP und CETA. TTIP wird die Reichen reicher machen, als hätten wir sonst keine Probleme auf dieser Welt. Gerade hat die Weltgemeinschaft die Sustainable Development Goals beschlossen, die weltweiten Ziele bis 2030. Ziel 1 dieser Ziele der Weltgemeinschaft ist das Ende der Armut in jeder Form und überall. TTIP und CETA sagen dazu nichts. Wir brauchen aber keinen Ego-Trip von TTIP und CETA, sondern wir brauchen die Solidarität der Menschen über alle Grenzen hinweg. Ganz viele Jugendverbände, ja genau, ganz viele Jugendverbände organisieren sich deshalb gegen TTIP und für Flüchtlinge, und mit dabei ist auch die DDF-Jugend. Und vom Jugendverband der DDF-Jugend, der Föderation der Demokratischen Arbeitervereine, begrüßen wir deshalb Dina Kaba.